andere ein Fotogebet? Also ja, also die Gebete sind downloaden, wie gesagt, der Website. Soll ich vor dem Gebet was sagen? Ja, auf alle Fälle. Vor dem Gebet. Aber begrüßen wir dann, genau. Ja. Der Livestream ist schon an. Ist an? Ja. Deutsches habt ihr schon mal? Wir setzen noch vielleicht auf Deutsch. Was? Ja, 172 Zuschauer. Mehr. echt? Hm.
Und 어젠가요. naja, die Geschichte. Passiert. Dambo chidungi beng. Ja. Na, chiglapgi dann. Ja. Chichna dambo tashidele ditchna. Ja, eine da tiring also gam. Da die internet die to gaso kudo. Tini zatene delia tani. Solia Tomaya Zandru Tashi Deles Shugayes. Und Geshe Pema Samten begrüßt alle Teilnehmenden heute übers Internet ganz herzlich mit dem tibetischen Segenswunsch Tashidele, Glück und Segen. Wir werden ab heute eben unser Angebot, das normalerweise direkt erfolgt in unseren verschiedenen Häusern, in der Güntherstraße oder hier in Berne, eben online anbieten. Und heute ist das die erste Gelegenheit, mit Geshe Pema Samten zusammen diese Meditation durchzuführen. Das wird im Weiteren alle anderen Meditationen, die wir sonst anbieten, am Montag, Dienstag, Mittwoch und am Freitag, werden auch jeweils von 19 bis ca. 20:30 Uhr über YouTube gestreamt werden. Also insofern hat so schlimm es ist, dass wir uns nicht direkt treffen können, ist es ja auch eine Möglichkeit, dass wir in diesem Bereich tatsächlich auch eben ja doch weitermachen können und auch teilnehmen können an diesen Meditationen, was wahrscheinlich in diesen Zeiten jetzt besonders tröstlich auch sein kann. Einige haben ja vielleicht auch mehr Zeit und Muße dazu. Ja. Dann da das Shei Chogur und den ganzen Ganchegi eine Shei ist. Ro da dann ganzen der Bajin der Ro. Geshe wird gleich etwas allgemein zur Meditation sagen. Wir werden zusammen meditieren, aber wir beginnen, indem wir ein Gebet rezitieren, die sogenannten 7 Zweige. Und auf dem Livestream gibt es dazu einen Link. Wenn man ein bisschen nach unten scrollt, sollte man das eigentlich finden können auf dem Livestream. Wir werden das auf Tibetisch rezitieren, aber ich nehme an, die Übersetzung ist auch dabei. Dann kann man ein bisschen lesen, worum es da geht. Die richtige Motivation und verschiedene Gegenmittel, damit der Geist eben Hindernisse für die Meditation überwindet. O Sangye Shedan Soki Chok Nam La Chanjo Badu Dani Kyab Suchi Dagi Jin Soki Pe Senam Ki Drola Pen Shi Sangye Dropa Sho Sangye Chedan Soki Chonam La Chanjo Badu Dani Kya Sochi Agi Jin Sogi Pe Senam Ki Drola Ben Shi Sangye Dropa Sho Sangye Chedan Soki Chok Nam La Chanjo Badu Dani Kya Suchi Dagi Jin Sogi Pe Senam Ki Drola Pen Shi Sangye Dropa Sho Malu Sem Shen Kyung
Om Tsela Namale Yanda Kengyope Chomden Koshinedi Shek Suse Suda Shoju Jitena Du Som Shepa Mi Sengeku Dagi Malu De Datam Chela Lu Dang Agi Dang Wechagi Om Bon Pema Lam To Dagi Gelvatam She Yiki Men Somdo Shingi Dunye Lera Tupaye Gewalken La Raptu Chatsalo Nishitena Dunye Sangena Sange Seki Una Shupada Deta Cheki Yena Malepa Tam Shigel Vadagi Gangwame Deda Ngapa Misegatsona Yankiyen like Yatso Drakengi Gelvaikungi Yenten Rachishing Dewa Shepatam Shedagiter Eto Damba Ting Wadamba Dang Yen Yen Nam Dan Chopa Do Chodang Mame Chodang Do Pedang Bai Gewa Deda Lani Chepagi Napsadamba Namdan Drichoda Chema Puma Riranyampada Kepa Kepa Pape Chokengi Gewa Deda Lani Chepagi Chepaganam Lame Gyachewa Deda Gewa Tam Shilayam Zambo Chela Tepe Todagi Gewa Kun La Shatse Chepagi De Chashedang Timog Wangini Ledang Adam Deshin Yikika Nipadaги Kipa Chichipa Deda Tamshe Agi So Shak Shoy Gelvan Kudan Sangese Rangenandan Lotan Milodan Drova Kungi Senagang Layang Deda Kungi Jesu Dagirang Ganam Chochu Chitedra
da Shanju Rinpa Sangye Ma Chanye Gunpo De Da Gi Tam Shila Kolo La Na Me Pa Ko Wa Ku Yang Da Ten Gan She De Da La Wa Kun La Pen Shin De Ve Shim Ke Pa Shin Gi Dun Ye Shu Pa Yang Da Gi Te Mo Ra Cha Se Wa Gi Cha Tse Wa Dang Che Shin Sha Pa Dang Je So Yi Rang Gu Shin Se Wa Yi Ge Wa Chon Se Da Gi Chi Sa Pa Tam Shin Zo Pe Shan Zhu Shi Mo Sa Shi Gi Shu Shi Me To Trang Ri Ra Li Shi Ni De Gen Pa Di Sang Ye Shing Du Mi Te Bu Wa Gi Dro Ku Nan Da Shing La Shi Pa Shou Yang Pe Ke Kam Chi Dan Yu Chon Di Ne Mo Tro Tse La So Mi Chon Shing Ro Nan Che Cho De Ki So Wa Dang Pun Zo Pe Jo Le So Ge Gyu Shik Tene Jong We Tene Se Ze Pe To Pe Lo San Ke Wa Tam Che Du So Kyan Ta Ne Zin Ba La Ke Chi Sam Yang Le Pa Ma Gyu Shik Dren Ba Shok Te Ka Wa Pa Me Ki Ne Te Nim Bo Tse Ne Dro Pa Di Ta Gan Shi Gi Pe Wa Gyun Yang Pe Nam Ba Che Pe Nin Sen Da Wa Sho Idam Guru Ratna Mandala Kam Niyatayami Om Muni Muni Maha Muni Soha 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 Om Muni Muni Maha
Om mone mone ma mone soha ge wa di nyo do
Shagye Gyabo Drugyone Rowa Chikyang Malepa Peye Salage Pasho Sanje Chidon Sanje Chonola Sanje Bata Dano Jazanje Dagwe Chiche Jibe Sano Dala Beje Sanje Druba Shu Sanje Chidon Sanje Chonola Sanje Bata Dano Jazanje Dagi Chiche Jibe Sano Dala Beje Sanje Druba Shu Sanje Chidon Sanje Chonola Sanje Bata Dano Jazanje Dagi Chiche Jibe Sano Dala Beje Sanje Druba Shu Dāmbā chāngdēn dē tūjī shabā chā chāmbā yāng tāmbā dzūmbē sāngchī dībā dōshā sā dāmbā dēvā shabā chīdēn chīmbā chīmbā dēvē kālō chāvā lā nā mē bā sā dāng mē nā chē dāmbā sāngchī chāngdēn dē bē chāvā shā chē tūvā lā shāngzā chē dā chā sāng chē gō nā mō lā yē kē nō lā nā nē chē kē chūvā dā nō mē yē kē nō nō chāvā kē chē dā nō chē sā bā tāng chē kē dā dā kē chūn dēn tō Dering Arzota and Gang Tisera Otindijiri and Gang de that in Arzotiri dinner Tatani Mombo Yisari, Tindin is a Le Tombo ye chugre and it's ta Gang Kashi Yeni, Lojon Mombo Chetsani, that Tindu Yejiri, Tindin is a Tiring Yega Gang Notish. Das Thema des heutigen Meditationsabends soll eine Einführung in die Meditation allgemein sein. Es gibt natürlich Meditationsformen mehr für Beginner und es gibt Meditationsformen für Menschen, die bereits sehr intensiv studiert haben und tiefe Kenntnisse besitzen. Heute soll es mal um eine ganz allgemeine Einführung geben zu dieser Gelegenheit, wo wir, wie gesagt, unser Online-Angebot ausweiten, wo man sich, wie gesagt, auch informieren kann auf unserer Internetseite tibet.de über den Newsletter oder die Facebook-Kanäle, was da im Einzelnen angeboten wird. Denn da gam se de denn senia kanshi zombo stejilia gam se Senya Kanshi Ngazu Dada Senya Kanshi Yabuji Yamare Tinde is a Senya Kanshi Yabu Degor Kanshi Yabu Yoga at the end of the year and Ganchebu Yeres. Das tibetische Wort für Meditation bedeutet oder heißt Gom, auf Sanskrit wohl Bhavana. Und das heißt so viel, wie dass man sich mit etwas vertraut macht, sich an etwas gewöhnt. Worum es bei der Meditation geht, ist also, dass man seinen Geist vertraut macht oder gewöhnt an heilsame oder positive Geisteszustände. Normalerweise ist unser Geist, wenn er nicht geschult ist, leider nicht automatisch sehr daran gewöhnt, positive Geisteszustände hervorzubringen. Mit Hilfe der Meditation kann man das lernen. Ane ta tindiga ani chi pigelia ani chi shen ta karasigri pigen chodung dawo to tiso ngazolia ani gangu ya mari pe ko kanshi te de ne ngazo ta ti jibolo ne ti doshu se zombo to so zu jel dan da le ya ani gangcheures. Was wir uns nicht besonders angewöhnen müssen, weil es uns bereits sehr vertraut ist, ist, dass wir in Zustände von Ärger geraten, von Anhaftung, von Streit und Stolz und Neid und so weiter, Eifersucht. Das sind Dinge, die kommen ganz natürlich, die brauchen wir nicht groß lernen oder uns dran zu gewöhnen. Das ist uns schon sehr vertraut. Was man bei der Meditation macht, ist, die gegenteiligen Geisteszustände dafür einzuüben. Das müssen wir eben lernen bei der Meditation, das kommt nicht einfach von selber. Und es gibt sogenannte Gegenmittel gegen diese Leidenschaften wie Hass, Gier, Stolz und Neid. Und diese gilt es einzuüben, dass man sich damit vertraut macht. Das ist das Wesen der Meditation. Odere
Tindeza, Tindega, Saint Conshi Zombo, Yomi Ched, Tangas Gamja, then Gamche, that Gamche, Tantia, Manda, Yongi. Pena Larunda was Lar Gansig, that Lar Shagansig. Really, Jimmy Gaya Yarit, that Lar Shagansig, again, Yama. Laran Gone, Tapa the Rumba, Jen Ate Teresha, Sanama, Sanaton, Doyatele, Lara Shagans, Lola Shatan, Shatan Chema, Duvier, Tindikitin, Lara Shagans, yes. Das ist also das Wesen der Meditation und das gibt das Wort ja auch schon her, dass man sich vertraut macht oder gewöhnt an positive Geisteszustände, die im Gegensatz zu den zerstörerischen Formen der Emotionen stehen, die wir oft sonst hervorbringen und die viel Leiden mit sich bringen. Was das angeht, welche Arten von Meditation es gibt, so kann man das vielfach einteilen. Zum Beispiel gibt es eine Tradition im tibetischen Buddhismus, die den gesamten Buddhismus Indiens zusammenfasst, zu einem Stufenweg zur Erleuchtung, wie man das nennt, der Lamrim. Und da sind alle wesentlichen Meditationen enthalten. Aber auch damit kann man unterschiedlich umgehen. Man kann jede einzelne Meditation sehr ausführlich machen oder zum Beispiel eine Überblicksmeditation machen, dass man den gesamten Pfad sich mal vor Augen hält, innerhalb relativ kurzer Zeit die ganzen Stufen und Schritte des Weges durchläuft. Das wäre eine Möglichkeit. The Yonze, Yonze, Masoso Carolojo Chena, the Sene Yonze, Yonze Shani, and the Tembache, and the Digilatere, then Sene Conchilene, and it Momba Kalets and the Medin, Kare in a chi, Gonchus Dawish, Kare in a large Choshu Dawish, then Sene Conchish, Gile Yongish, Tili, Tilia, and Laurel Peshava in Laura Shaganse, the Pesha de Pesha Rambaji Mombero, yeah. Yeah, change you now, change you Rambaji, Legatini, change you Lego Ched, Lego Chicken on the Ronosos of Carcar, Segi, Kinde, Celolians, as a conchit and Madoyati, Telia, Shagans. Aber das gilt nicht nur für den sogenannten Lamrim, über den es verschiedene Schriften gibt im tibetischen Buddhismus, die teilweise auch übersetzt sind, dass man das sich im Überblick immer wieder vergegenwärtigen sollte, sondern das gilt für alle wesentlichen Schriften, spirituellen Schriften, mit denen man sich beschäftigt hat. Im Buddhismus gibt es da verschiedenste Schriften, wie zum Beispiel von dem indischen Meister Shantideva, Bodhicayavatara, also das Verhalten eines Bodhisattvas auf dem Weg zur Erleuchtung. Das hat 10 Kapitel und wenn man sich damit beschäftigt hat und das mal studiert hat, dann sollte man das regelmäßig erinnern. Man sollte immer wieder darüber nachdenken, was in diesen einzelnen Kapiteln steht und sonst vergisst man das wieder sehr schnell. Wenn man das aber regelmäßig macht und einfach mal durchgeht, was stand denn noch in dem Kapitel, was stand in dem Kapitel, dann hat man das auch zur Verfügung, wenn man das dann tiefer meditieren möchte. Das ist dann etwas, was einem sehr präsent ist, was man nicht vergessen hat und kann dieses Studium dann umsetzen in verschiedenste Meditationen. Aber so sollte man die spirituellen Schriften, die man gelernt hat, sich immer wieder im Überblick vor Augen halten, worum es da eigentlich geht. Dadurch wird das, was man Vergesslichkeit nennt, immer geringer. Das heißt, ein wesentliches Problem ist, dass wir die heilsamen Dinge, die wir vielleicht gelernt haben, immer wieder vergessen und uns die nicht im richtigen Moment einfallen. Das Gegenmittel dagegen nennt man Vergegenwärtigung oder Satipatthana, heute auch gern Achtsamkeit genannt, aber es geht vor allem darum, dass man sich immer wieder erinnert daran, worauf es eigentlich ankommt, dass man das im richtigen Moment erinnert, was man tun möchte, wie man die Dinge sehen möchte in der Meditation. Und wenn man eben immer wieder sich vor Augen führt, was in den Schriften steht, dann wird diese Vergegenwärtigung oder Satipatthana immer stärker und die Vergesslichkeit wird immer weniger werden.
소소 예상되그리 시나 다시 제와 있는 걸 커버리 아니 니지 예상되그리 되는지 상주고 생이난다 다 가리나랑 가리지나 다티 간에 전에 다네 로종 전에 다 고상바신이데 가리래시 너무 니스마치 니지 생이데 간디지래시 상주고 생생이데 간데지 랑테도 때 간데지 세기도 랑리담더로 딘딘자 딘데데 담보야보 녜마치 딘이 랑은 두모데 따제치 매나 대야 제고예 대용세 용세 어쩌다 근데 전에 제야들 랑강시리 랑데 감반 랑데 오 제발 제리비시세 대나 오리야 제도 딱 되제고레스 아니 가시 찌마 많이 배제 마타나 찌마 제도 딱 되제고레스. Was die Themen der Meditation angeht, sind sie natürlich vielfältig, aber sehr wichtige Kandidaten sind zum Beispiel Liebe und Mitgefühl, zum Beispiel Metta-Meditation und Mitgefühl. Darüber hinaus gibt es im Buddhismus Meditationen zur Weisheit und zum Vertrauen. Und es gibt sehr, sehr viele Meditationsthemen. Aber diese Meditationsthemen sollte man zunächst auch studieren oder lernen. Vielleicht glauben wir alle, ich habe bereits Liebe und Mitgefühl. Das stimmt in gewisser Hinsicht auch. Jeder Mensch hat da gewisse Erfahrung. Aber wenn man genau nachfragt, dann wissen die meisten Leute nicht genau, was damit gemeint ist und verwechseln da doch einiges. Und deshalb wäre es wichtig, auf der Grundlage guter Studien genau zu verstehen, was ist eigentlich mit Liebe und Mitgefühl gemeint und was ist nicht damit gemeint. Und wenn man das dann sehr gut verstanden hat, dann kann man auf der Grundlage das vertiefen, sich immer wieder damit beschäftigen. Das ist eben das Wesen der Meditation, dass man diese Geisteszustände immer wieder hervorbringt. Am Anfang wirkt das dann noch so ein bisschen künstlich, das ist noch nicht so ganz natürlich, aber später erreicht man Zustände, wo diese Zustände vollkommen natürlich oder unkünstlich in einem stattfinden, weil man sich eben daran gewöhnt hat. Aber wichtig ist, dass man diese wichtigen Themen der Meditation zunächst gründlich versteht, analysiert. Wenn man sie richtig verstanden hat, dann meditiert man darüber, erinnert sich immer wieder daran, was man da gelernt hat. Und dann wird das immer natürlicher in einem, immer selbstverständlicher und dann hat man gewisse Verwirklichung. Das nennt man einen Pfad zu praktizieren. Also man spricht im Buddhismus davon, dass man Pfade praktiziert. Der Pfad ist der eigene Geist, der sich gewöhnt an positive Geisteszustände, die er richtig analysiert und verstanden hat und die er dann in sich vertieft. Und nasa dujan rawuji le ro ane tele tene ta kanga nol de gyan rawuji cha de re tene za ta da kadam be son no ji che ta ni je de shamba de rang za ne pha jang gu res ma dong ga zo ni je de shamba sin ye de ji ngo ma shin rawuji te se le la wo do ta ting ni yin me na kan shi shamba yin ni yin me na ta kan shi tenda rang za de ne ya ni de le ya shira che ge ya ma re ta tele ya chi se de ma de wa ji ma te tele ni ji se ya do tele shamba se de te se kal kha won ro chog ye ta shamba chen na yang chang za le de sha de cha 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 ji chang se ji de ji shamba se de sha se ngo ma zu ma ji do ji ge ye ro de ma do shamba ni ne de kal kha wo do shi de ne za ta da no le de shamba ni ne yong wa yin rang ge za ne yong go ye rang ge za ne ya bo yong rang ye ani ma chong no le ya pu yin na da pha ma yin na da za da yin na da de ne pha yong ne go te ne zu go res de ne de ya bo shong so na de ne kale kale te ta pha jer jer to ne se je kang ga se chog ye res. Zum Beispiel die berühmte Meditation über liebevolle Güte oder Metta im Buddhismus hat verschiedene Stufen, wo man tatsächlich letztlich lernt, sämtliche Lebewesen zu lieben und ihnen Gutes zu wünschen. Aber das sagt sich oft so leicht dahin, ich liebe alle Wesen und so weiter. Das ist auch sehr einfach, wenn die weit weg sind, dann können sie einem nicht weiter stören oder nerven und so weiter. Und dann kann man sagen, ich liebe die. Aber aus buddhistischer Sicht, wenn wir jetzt gerade diese Krankheit haben, die viele von uns an das Zuhause mehr oder weniger fesselt, dann ist man eben mit seiner Familie zusammen. Und das ist dann der Ort, wo man erstmal beweisen muss, ob man verstanden hat, was Liebe bedeutet. Natürlich ist das bei uns auch oft mit Anhaftung verbunden, aber in einer solchen Situation, wo man vielleicht den ganzen Tag aufeinander
hängt sozusagen. Am Anfang mag das ja ganz nett sein, aber auf die Dauer stellen sich dann sicherlich auch Schwierigkeiten ein, wenn man immer zusammen ist und wenn man dann eine gewisse Geduld aufbringt und wirklich sich um die anderen kümmert und eben tatsächlich eine bestimmte Empfindung hat, dass man ihnen helfen möchte und so weiter, ausgeglichen bleibt, dann hat man wirklich ein bisschen verstanden, worum es bei Liebe und Mitgefühl wirklich geht. Es hat, wie gesagt, keinen Zweck zu sagen, ich liebe irgendwelche Leute auf fernen Kontinenten, aber mit der eigenen Familie oder den eigenen Mitarbeitern kommt man überhaupt nicht klar. Das geht nicht. Allerdings, wenn man dann gelernt hat, in der eigenen Familie, auch unter Stressbedingungen wie im Moment, ganz gut zurechtzukommen und ihnen Gutes zu wünschen, dann kann man das tatsächlich ausweiten. Dann wird man auch an Menschen denken, die man nicht direkt kennt und tatsächlich auch diese überzeugend lieben können. Das ist dann auch nicht nur ein Wort. Schließlich wird man sogar schwierige Menschen oder sogenannte Feinde lieben können. Aber der Anfang muss gemacht werden im eigenen persönlichen Umfeld, sonst ist das nur Gerede. Und das können wir jetzt praktizieren bei dieser Krise im Moment. Und da gadam bei jung no mo ye nga ze ya jenge land chawas jenge trozo chawas ya da jenge land chawas ya da ani ta tindi ke mi ta manda wa ye tindi za ta nga zo jenge ba jin che ye shilo li ya ta drom ba to ya da wa kang no le de gyan da wa tindi ke jenge jin che de de ta jenge da lang lo jogu ye de lang lo kan de jogu se ne ta da jenge den che wa le de ne 당가래 나제 가자도 tin데 티세 싫어 매. 지 니진라고 제 가나야 티세 매 되는라고 가래나 지배 다치 가르는 데만라고 소나 티세 매 되는라고. 지 선리야 가래나 티세 매 되는라고. 다 티리 쟁이 정지래샤. 다 쟁이 될래 때는지 나라 대대고도. 다 나라 대대와들래 아니 티세 된 졸로 마도 와체. 될래야 배제지 땅와이는 대 조다오지래샤 상네 다 디세테 야부지도 체마도 당가 실로 로마트나 체마도 대 가야부자트도 대지야고 단다 지저거 힘보지래 용거 어떤데자 디깔에 힘보지래 고고도 상 Es gibt eine Tradition der sogenannten großen Kadampa-Meister in Tibet. Das sind frühe Meister des Buddhismus in Tibet, die besonders intensiv praktiziert haben und ihre Lehren weitergegeben haben. Und diese haben eine Tradition begründet, die nennt man das Lojong oder das Umwandeln von schwierigen Umständen in den Pfad, eine ganz besondere Form von Geistesschulung. Jetzt haben wir diese schwierigen Umstände, das heißt für die meisten Leute ist das erstmal ein gewisses Leiden oder eine Schwierigkeit, dass sie kaum ihr Haus verlassen können und die üblichen Veranstaltungen nicht stattfinden, die sie sonst ablenken und entspannen und so weiter. Das ist ein gewisses Leiden, gewisse Schwierigkeiten, die man eigentlich nicht möchte. Aber man kann diese Schwierigkeiten in den Pfad umwandeln, indem man sie nutzt. Das Gute an dieser Situation, was auch vorhanden ist, nutzt, indem man zum Beispiel denkt, okay, jetzt kann ich nicht aus dem Haus raus und kann auch nicht zur Arbeit gehen vielleicht und so weiter. Aber das birgt ja auch gewisse Chancen. Früher bin ich immer nicht zur Meditation gekommen, hatte noch nicht mal Zeit, ein paar Mantras zu rezitieren und so weiter, sondern war immer busy und hatte immer was um die Ohren. Jetzt muss ich plötzlich zu Hause bleiben, habe überhaupt keine Ablenkung. Das ist zwar im Moment stressig, aber gleichzeitig ist das jetzt wirklich die Chance, mal wirklich ernsthaft zu meditieren. Und dann braucht man seine Zeit nicht eben sinnlos zu verbringen und eben krampfhaft versuchen, die Situation einfach noch mit anderen destruktiven Dingen oder einfach nur Medien und so weiter zu verbringen, sondern dass man jetzt die Zeit, wo man notgedrungen weniger Ablenkung hat, dafür nutzt, das Wesentliche im Leben zu machen, die sogenannte Essenz des Lebens zu nutzen, indem man seinen Geist schult und das, was man vielleicht schon gelernt hat an Meditation oder Betrachtung, wirklich ernsthaft in die Tat umsetzt. Damit würde man entsprechend dieser alten Kadampa-Meister negative Umstände in den Pfad umwandeln. Das heißt, das, was uns eigentlich Schwierigkeiten bereitet, wird dann sogar nützlich für uns im letztlichen Sinne. Das wäre sehr geschickt, wenn man diese Situation jetzt so nutzt und dann sieht man nicht nur das Negative, sondern auch die Chancen darin. Tene yang gane ya tene mandawa unjung gang tele ya ta donne ganta chi da ani chi nga ne ganta mandawa yong ge ya de halan dawo ine yo chi chi dawo ko pigele ma
chetan dawo ta te je mo nyu dawo tinde da sano tang ta ne mandawa te je yong ger ma to un jung gang yin ba chi pan dawo res. Aber wir waren bei den verschiedenen Arten der Meditation, wie zum Beispiel Übersichtsmeditation. Eine andere Meditation wäre Atembetrachtung, die ist ja recht bekannt, Satipatthana auf den Atem oder den Körper. Da gibt es verschiedene Praktiken, wo man seine Aufmerksamkeit eben zum Beispiel bindet an den Atem. Im tantrischen Buddhismus gibt es auch noch gewisse Übungen der Reinigung der Energiekanäle mit Hilfe des Atems, das kommt noch dazu. Aber das sind zum Beispiel grundlegende Praktiken, mit denen man seinen Geist besser sammeln kann und auf die letztlichen Meditationen vorbereiten kann. nga zu chi jawa kareji chege na sama kareji tongge na nga zu no to tiga pachi chege ye dinde yin za nega tele ya no to ma shi ya che de ani u zhong ka jan ne no pa to chu dinde che te ma no wa chen ani sen le sa ta devi ten da no to shiro de mu chwe ten ya ani ta u jung de gang ye res. Also sowohl im sogenannten Sutrayana als auch im Tantrayana, die letztlich aufeinander aufbauen, gibt es bestimmte Übungen in Verbindung mit dem Atem. Also im Sutrayana hauptsächlich, dass man seine Aufmerksamkeit richtet auf die Atemzüge, indem man zum Beispiel die Atemzüge zählt und dabei bleibt. Im Tantrayana gibt es bestimmte Praktiken, wie gesagt, zur Reinigung der Kanäle, wo man erst 3-mal durch das linke Nasenloch, 3-mal durch das rechte und dann durch beide atmet und so weiter und sich dabei bestimmte Dinge vorstellt, was man dadurch reinigt. Das Gemeinsame, warum in allen Systemen des Buddhismus Atemmeditation gemacht wird, ist, dass ein großes Hindernis für die Meditation überflüssige Gedanken sind. Gedanken sind allgemein sehr wichtig im Buddhismus, aber was wir nicht brauchen, ist diese sinnlose Grübelei, völlig überflüssige Konzepte, und das ist die Mehrzahl dessen, was wir so denken am Tag, dass wir viel zu viele Konzepte, Vorstellungen haben. Das fährt jetzt, wie gesagt, allgemein in der Situation etwas runter, aber immer noch ist der Geist wahrscheinlich sehr unruhig. Und wenn man ihn dann richtet auf den Atem, dann kommen diese überflüssigen Gedanken zur Ruhe und dann kann man sich mit wesentlichen Dingen beschäftigen. Se pe mo bu yong ge de ne ma che shu zhou de da jiu gang de jie gang ni de dan jiu gang se ding zi ge pi ge ya mi ba zi chi ba che ne gang ya de le jiu gang an jie gang se de da nga zo ane le ni ji bi she ra pi ge li ya le bi cha kar me le bi cha kar de le ye wan je ne ane pa che ba che de le je gans de ya ta rimandra wa shege kar sen ta na jo ba to so tang jo chen ani ganton de ta wa so wa se ani ta ton de gam so wa se dong bu che wa chen di je se ani ting je ta shene ga ye chi shi sung ge re dong bu shene ga ne de ni gam ba che ganton de ta wa so wa se ani shene ge ti ne ani che wa che dindige ko hasin dawo te menda ni yong tenda jogang de jegang ni sung ge res. Also haben wir schon ein bisschen von Übersichtsmeditation gesprochen, dass man sich die Inhalte von Schriften und so weiter vergegenwärtigt. Wir haben von Atembetrachtung, also Vorbereiten in Satipatthana-Übung gesprochen. Wenn der Geist dann ein bisschen ruhiger geworden ist, das ist der Sinn der Sache, dann kann man die eigentliche Meditation durchführen, die in den verschiedenen Schriften natürlich etwas unterschiedlich eingeteilt werden, aber die meisten sprechen von konzentrativer Meditation und analytischer Meditation, letztlich von dem, was man Shamatha nennt oder geistige Ruhe, das ist konzentrative Meditation, und Vipassana oder höhere Einsicht. Und eben diese beiden Arten von Meditation gibt es. Bei der konzentrativen Meditation geht es eben darum, dass man den Geist vollkommen sammelt auf einem Objekt.
Und eben bei der analytischen Meditation geht es darum, dass man Dinge untersucht, zum Beispiel richtig unterscheidet, was ist heilsam, was ist unheilsam, was ist wahr, was ist nicht wahr und so weiter und sich dann darauf ausrichtet. Wobei man sagt, es gibt Traditionen, wo man mehr von der Konzentration kommt und dann zur Einsicht übergeht. Andere üben erst hauptsächlich die Einsicht und kommen dann zur Konzentration, dass sie diese Einsicht mit der Konzentration vertiefen. Andere versuchen erst einen sehr ruhigen Geist zu bekommen und dann auf der Grundlage zur Einsicht zu kommen. Beides ist möglich, das sind unterschiedliche Wege. Man braucht immer beides, einen ruhigen Geist und einen einsichtigen Geist. Das ist beides notwendig, also Shamatha und Vipassana oder auch konzentrative und analytische Meditation, die sollte man üben. Odere. Das ist nicht ganz so Schuchine, also bei Jaboyer. Schuchine ja lelau ja mal ko karresene da pigelia niabanga pon diji jes niabanga pang de pambiga nyambotun diji jet den goyando. Ani sene beta go jugayando. De diji ya ani yiji je da ta zhu chong gayando. Da tin mambo ji yong ge tin za die lelau ja mal das. Was Shamatha angeht, hört sich zunächst relativ simpel an und ist äußerst hilfreich. Das bedeutet, dass man seinen Geist einspitzig versucht oder möglichst konzentriert versucht, auf ein bestimmtes Objekt auszurichten, zum Beispiel auf ein visualisiertes Objekt wie den Buddha oder ähnliches. Aber in der Praxis ist es gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Man soll eigentlich seinen Geist einfach nur bei einer Sache lassen, aber wird merken, dass das sehr, sehr schwierig ist in der Praxis. Entsprechend gibt es in den Schriften sehr genaue Erläuterungen, wie man das macht. Man spricht von 5 Hindernissen und 8 Gegenmitteln gegen diese Hindernisse. Darüber hinaus spricht man von 9 Stufen, über die man einen immer konzentrierteren Geist erlangt. Man spricht von 6 Kräften, die dabei entwickelt werden und so weiter. Also es werden sehr wichtige, umfangreiche Erläuterungen gegeben, wie man es tatsächlich schafft, dass der Geist immer mehr sich auf ein Objekt konzentrieren kann. What did is any cheese in the abo, chumba in a penager, which I tell you, Carasser, ticket drivers and churches and Yabo show is so head. Pena Sunday salon, Jabot, Jana, Yame Ray, Ombush, Tona gave me for Colin, listen less of them, they change dance. Yeah. Lots of nothing to this song. Thing man, the shadow of Jenna at the Pembo show is. Und eben zu dem, was eben die Konzentration angeht, hat der große Meister Tsongkhapa, tibetische Meister Tsongkhapa, entsprechend einen sehr guten Ausspruch gemacht, den ich erstmal finden muss. Dann sind wir soweit. Lamsonam Sumribe. Nein, das sind nicht die 3 Hauptaspekte des Pfades. Ja, deshalb werde ich es jetzt in diesem Heft auch nicht finden, aber sinngemäß heißt es, dass man einen Geist entwickeln sollte, der so stabil ist wie der König der Berge, das heißt, so wie ein großer Berg eben stabil steht und gleichzeitig in der Lage ist, sich auf jedes Objekt auszurichten, auf das man sich ausrichten möchte, mit vollkommener Flexibilität. Eine solche Konzentration sollte geschult werden, heißt es dort sinngemäß. Me is an azul carrick on jugers, not on J. Not to send on Jenny, and not to will joggers. Did you my ba, and anything is a yabo, you chew in Ranga sent the thing is on J. Young Grace. Less room my young Grace on weird. Show Chilia, Chichi Terre. Also erstmal geht es darum, dass man einen Geist entwickelt, der so stabil ist wie der König der Berge. Das bedeutet, im Moment ist unser Geist nicht sehr stabil.
wir haben eigentlich wenig innere Freiheit, sondern unser Geist wird von den Konzepten und Gewohnheiten, oft auch schlechten Gewohnheiten, bestimmt und ist eben nicht stabil und konzentriert. Das sollte man eben umkehren, dass nicht dass die Person beherrscht wird von bestimmten unfreiwilligen Geisteszuständen und Konzepten, sondern dass die Person in die Lage kommt, ihren eigenen Geist zu beherrschen und das zu beherrschen, was man betrachten möchte. So stabil sollte der eigene Geist sein, dass er darauf verbleiben kann, womit man sich beschäftigen möchte und nicht unfreiwillig immer wieder irgendwelche anderen sinnlosen Konzepte oder destruktiven Konzepte hervorbringen. Susigi ani tai mamosene da tel on jawab te jabor tindi ze ngazu tata karcha de resen ngazu notu te jabu no jire jabu ducha na ji jabu ducha te tin pe mamole kang te gro de na ji chi ngazu notu tige ani sen kang shu je tindi ze tata notu ani sel on jabu se sen on chenyi de notu te cha de res. Also da wird gesprochen vom König der Berge sozusagen und eben das Wort König bedeutet damit eben, der König hat eben das Sagen, wenn es da einen König gibt. Und im Moment gibt es bei uns einen König, der das Sagen hat, der lieber nicht das Sagen haben sollte, nämlich das sind die Konzepte unseres Geistes oder die sinnlosen begrifflichen Zustände oder Grübeleien und Sorgen und so weiter, die unseren Geist vollkommen beherrschen. Und diesen König sollte man langsam mal absetzen und eben selber seinen eigenen Geist langsam beherrschen, sodass da ein anderer Herrscher über den Geist ist, als eben wie im Moment diese sinnlosen Konzepte und teilweise Leidenschaften und so weiter. Ja, wenn nun die Versenkungskraft und die Konzentrationskraft unseres Geistes der König wäre, das wäre wirklich ein guter Herrscher. Der kann wirklich dann gute Weisungen geben und wird unseren Geist und unsere Person zum Positiven lenken. Das wäre der geeignete Herrscher über unseren Geist, ein sehr ruhiger, ausgeglichener Geist. Und eben dieses Beispiel des Königs der Berge bedeutet eben als Beispiel, dass eben so ein Berg äußerst stabil ist. Und genauso ist es eben so, dass eben eine solche tiefe Versenkungskraft oder Konzentration so unverrückbar und stabil ist wie eben ein solcher großer Berg. Also das Wort König ist da natürlich nur eine Metapher, sondern wie ein großer Berg, der eben kaum zu verrücken ist. Genauso sollte unser Geist eben ganz, wenn er durch Konzentration beherrscht werden und sehr stabil werden.
Aber gleichzeitig wird gesagt, dass dieser Geist, der eine so große Stabilität wie ein Berg hat, wenn es notwendig ist oder wichtig ist, er sich so verhalten kann, dass er sich auf jedes heilsame Objekt so ausrichten kann, wie er das will. Also vollkommen flexibel auf jedes Objekt sich ausrichten kann, was sinnvoll ist und was heilsam ist. Im Moment ist das bei uns nicht so stark der Fall. Vielleicht haben wir uns irgendwas vorgenommen, dann müssen wir es erstmal irgendwo auf den Zettel schreiben, weil wir es sonst sowieso wieder vergessen. Und obwohl es irgendwie auf dem Zettel steht, kommt dann was anderes dazwischen und wir machen wieder ganz was anderes. Unser Geist richtet sich nicht wirklich stabil auf das Heilsame aus, was wir uns vielleicht mal vorgenommen haben in einem hellen Moment, sondern der Geist wird ständig unfreiwillig durch die Konzepte und Unruhe im eigenen Geist auf alles Mögliche getrieben, was keine besondere Bedeutung hat. Aber wenn man eine solche tiefe Konzentration hat, dann ist man gleichzeitig in der Lage, wenn man möchte, jede mögliche Handlung oder Arbeit oder was immer man vorhat, die heilsam ist, dann auch durchzuführen, ohne dass man die wieder vergisst oder das nicht konsequent macht. Tona gave Bakalanju, listen less with Dechen dress, the pen must be kitchen with Carres in another Javate the telling Jugre, Ju Tenyedo, Yon Chugre. Read and Jugre in a pecale cadenero, and it pig and send less maroon one dow, and Lilia G. Kangado Teddy and the tin drum of the young girl. Then the thing is, she never was Levina, yelling Chuguna, yo. Liegt, and Carre, Saint Lissicanga, less rumores, Carina Church of Darüber hinaus sagt Tsongkhapa in diesem Vers noch, dass wenn man eine solche stabile Konzentration hat, aus der heraus man sich auf jedes heilsame Objekt ausrichten kann, wenn man es wünscht, dass man dann auch eine große Gefügigkeit oder Beweglichkeit von Körper und Geist erreicht, die von großer Glückseligkeit verbunden ist. Das heißt, wenn man tiefe Konzentration erreicht, ist ein Zeichen der Verwirklichung, dass der eigene Körper sich sehr leicht anfühlt und überhaupt keine Probleme bereitet bei der Meditation oder überhaupt sich irgendwie schwer oder unbeweglich anzufühlen, sodass man keine Probleme hat, in Meditation zu verweilen. Körperlich gesehen hat man da keine Probleme. Aber noch wichtiger, der Geist ist vollkommen gefügig. Er fühlt sich sehr flexibel und entspannt an und kann auf jedes gewünschte Meditationsobjekt ausgerichtet werden. Das nennt man die Überwindung von Hindernissen zur geistigen und körperlichen Gefügigkeit. Und das stellt sich als Nebenprodukt einer solchen Konzentration ein und ist natürlich sehr hilfreich, weil vielleicht haben wir uns vorgenommen zu meditieren, aber dann piekst der Körper irgendwie oder man fühlt sich irgendwie nicht oder fühlt sich schwer und so weiter, das geht nicht so richtig. Oder der Geist fühlt sich absolut nicht in der Lage, sich mit einem wichtigen, heilsamen Objekt zu beschäftigen, weil er in einer gewissen Trägheit ist oder Dumpfheit und so weiter. Das tritt nicht mehr auf, wenn man diese Leichtigkeit oder Beweglichkeit oder neudeutsch Flow erreicht hat des Geistes. So gibt es einerseits noch recht weltliche Vorteile von Konzentration. Man kann alles machen, was man gerne machen möchte. Körper und Geist fühlen sich sehr gut. Das ist sicherlich sehr gesund und angenehm. Aber die letztlichen Ziele von Shamatha sind noch andere, jetzt im buddhistischen System. Sie sind die Grundlage dafür, dass man die persönliche Befreiung erreicht. Also zunächst eine hohe Wiedergeburt, dann die persönliche Befreiung und schließlich sogar die Buddhaschaft auf der Grundlage eines solchen Geisteszustandes von konzentrativer Meditation. 아니 디디니야 따와 쳐야 돼. 선을 동그래. 뭐 공부해야 돼. 개침부 쳐그래. 공부해야 돼. 야. 아니 가르레세네 아니 데데레. 아주 가르치는 센템보 고고야. 센템보면 아니 지기요 말에.
Perciò tata nasana di ciò delle vicatula yang sentempo meno io nyodare. Sentempo yana aniko delle tembica senga niba yongre. Senga niba yabo yana nasa koyala yang senga niba goguer. Tindi tindi ane senga niba chelia ane gaunda uche tindi chena pembo yeres. So hat Geshe in der Einteilung in konzentrative und analytische Meditation oder Shamatha und Vipassana bisschen was gesagt über Shamatha und damit auch mehr den Weg gegangen, dass man zuerst versucht, einen ruhigen, konzentrierten Geist zu erreichen und dann einen einsichtigen Geist, was letztlich beides zusammengehört. Und in den nächsten Wochen jetzt, wo wir zwangsläufig eben angewiesen sind, vielleicht auch auf solche Online-Meditation und so weiter, sollten wir uns öfters beschäftigen mit diesem Thema Shamatha oder geistige Ruhe, weil wenn man einen ruhigen, stabilen Geist hat, dann kann man alles andere auch leicht machen. Dann wird man später auch leicht zur Erkenntnis kommen, wird gut studieren können, Erfahrungen machen und analytische Meditationen durchführen können. Und auch ganz allgemein jetzt im Umgang mit dieser Krankheit, die ausgebrochen ist, da braucht man eben einen stabilen Geist. Vielleicht kriegt man sonst Ängste oder Unruhe und wenn man dann auch wirklich krank wird, kommt man kaum damit zurecht. Wenn man einen konzentrierten Geist hat, dann wird man sich nicht sehr erschüttern lassen von einer solchen Situation. Der Geist ist ausgeglichen und gelassen, auch angesichts von solcher Schwierigkeiten. Außerdem mag sich das sogar gut auf die Gesundheit auswirken. Aus buddhistischer Sicht glaubt man, wenn der Geist ausgeglichen und ruhig bleibt, dass man wahrscheinlich auch bessere Widerstandskräfte gegen Krankheiten hat und vielleicht es wirkt sich sicherlich gut auf die Gesundheit aus, dass man entweder sie gar nicht kriegt oder wenn man sie bekommt, schneller wieder gesund wird oder weniger krank wird. Insofern hat das gerade im Moment eine besondere Vorteile in dieser Krisensituation, wenn wir versuchen, einen ruhigen, konzentrierten Geist mit Hilfe von Shamatha-Übungen oder Ähnlichem zu entwickeln. Da kashi kama chi rao tempo det na mata inda indramada yongu ya kashi kama ni rao det ya ani bi kashi ne kama chu det ya rao kashi kama chi le mo det ya ta rin dramada nga zo de mi mo bu jin nyang to che ge sa kama chu re rao shi ta ti che che ge ye ma to so pi le me ba che chi ba chi ne sen ane shuru de ma sho wa ane kasi de tumbote ta so konso so manda wa Und wir werden jetzt gleich auch 10 Minuten vielleicht zusammen meditieren, wo dann entsprechend nichts gesagt wird, sondern stille Meditation. Und da sollten wir uns auf ein geeignetes Objekt ausrichten. Geshe wird noch gleich was dazu sagen. Da wird man wahrscheinlich merken, dass es gar nicht einfach ist, lange dabei zu bleiben. Einigen fällt es schon schwer, 1 Minute nur bei der Sache zu bleiben. Andere schaffen 2 Minuten. Es mag auch Leute geben, die 10 Minuten schaffen, dass sie relativ konzentriert bei dem Objekt bleiben. Deshalb ist es sinnvoll, in der Öffentlichkeit vielleicht Sitzungen von 10 Minuten zu machen. Dann hat jeder was davon sozusagen. Selbst wenn jemand in der Lage ist, schon 10 Minuten beim Objekt zu bleiben, was schon recht außerordentlich ist, dann ist diese Zeit dann angemessen. Aber für die meisten wird es wohl sein, dass sie merken, dass sie schon nach wenigen Sekunden abgelenkt sind. Das ist realistisch. Da dini nga zo tajano ya thomanda ore ene tele ya nga zo tende chene yute ya sanje sha ro ane ta ko nomba mene ya ore ye karishana digri che ya mare ko yishi dawo shana digri ane so kare ya gawo yena ro tende yuchi sha so kare gawo yena tende mi ba chi ma to mi ba damda ja ne sen digi ya mare mi ba chi kare shana ro Was das Objekt der Shamatha-Meditation angeht, wird allgemein empfohlen, dass man ein Objekt visualisiert. Das heißt, man stellt sich das quasi im Raum vor sich vor, dass das anwesend sei. Buddhisten nehmen dabei gerne die körperliche Erscheinung eines Buddhas, wie man es heutzutage von Rollbildern der Tibeter sehen kann oder allgemeinen Buddhas oder von Statuen. Die schaut man sich vielleicht erstmal an, aber dann sollte man die Augen schließen oder auf den Boden richten und sich vorstellen, dass diese Erscheinung da ist, vielleicht in einer Art Lichterscheinung. Das gilt für Buddhisten. Für Christen wäre es durchaus angemessen, vielleicht Jesus Christus sich vorzustellen in einer Art
Lichtkörper, wie er vor uns im Raum sich befindet. Das ist vollkommen auch der gleiche Effekt. Oder man kann sich eine Blume vorstellen oder einen Buchstaben oder ein Licht. Da gibt es tausende von Objekten. Nur für Buddhisten hat es besondere Vorteile, wenn sie sich den Buddha vorstellen, weil das ein besonders heilsames Objekt ist und eben sehr viel mit ihrer Tradition zu tun hat und eben dann sehr gute Nebeneffekte hat, dieses Objekt. Aber man sollte sich irgendwann entschließen, welches Objekt man nimmt, nicht dauernd wechseln und dann dabei bleiben. Sanjin Rava Shana, da Sanjin Seri Kushimi no Jirwa, then the Sanjin Shaja to Shana, Gawayana, the Maj Kashi Jirizino, Kashi Romando, da Gawayana. So the Nazo da Tonka do, the Kunda Roma, the Tongioma, Nine Sanjin in Tonkala Kawaro, then a Tongando, and a Sanji Kundando, Karan Tonyana, young, and a te kanda jiri, tonka jiri, samba mayimba, sanji, gopa, ane mipanda uche, jagores. Ja, und dann, es gibt auch innerhalb des Buddhismus natürlich nicht nur die Möglichkeit, sich Buddha Shakyamuni, den historischen Stifter der Religion, vorzustellen, wie man ihn von vielen Bildern und so weiter heute kennt, sondern es gibt ja auch andere Formen von Buddhas, wie Avalokiteshvara, der Buddha des Mitgefühls, oder Ayatara, weibliche Formen der Buddhaschaft, oder viele andere Buddhas, die kann man genauso natürlich zum Objekt nehmen. Auf jeden Fall, wenn man sich entschließt, einen Buddha oder Jesus oder was immer tatsächlich als visualisiertes Objekt im Raum sich vorzustellen, dann kann man sich tatsächlich zunächst eine Statue oder ein Bild von der entsprechenden Persönlichkeit vorstellen. Im Moment werden wir dieses Wesen wohl nicht unmittelbar mit den Augen wahrnehmen können oder mit dem inneren Auge auch nicht. Aber wir können uns vorstellen, dass wir das wahrnehmen und einfach versuchen, diese Vorstellung im Raum vor uns vorzubringen. Dazu müsste eigentlich jeder in der Lage sein, dass er sich denkt, aha, da ist jetzt tatsächlich der Buddha, der sieht so und so aus. Man schließt dann allerdings die Augen, guckt nicht mehr auf die Statue oder auf das Tanka und denkt, das ist wirklich der Buddha, der da ist und bringt diese Vorstellung hervor, dass er wirklich anwesend ist und nicht einfach nur eine Statue oder ein Bild. Das wäre nicht ganz so gut. Es ist besser, man denkt, es ist der lebendige Buddha. Das Objekt sollte weder zu weit im Raum vor einem sein, noch zu nahe, vielleicht eine Armspanne vor einem. Etwas oberhalb des Scheitels sollte man sich das Objekt vorstellen. Und in den Schriften wird ausdrücklich gesagt, dass man dieses Objekt nicht mit dem Augenbewusstsein wahrnimmt. Man starrt nicht mit den Augen darauf oder so etwas, auch nicht auf ein Bild, sondern man schaut sich vielleicht ein Bild oder eine Statue an und dann kann man entweder die Augen schließen, man kann sie auch leicht geöffnet halten und einfach neutral auf den Boden richten. Das kann man machen, wie man möchte, je nach Veranlagung. Aber auf jeden Fall sollte man dann mit dem geistigen Bewusstsein, mit dem wir auch denken, uns dieses Objekt vorstellen. Wir bringen eine innere Visualisation hervor. Wir schauen das nicht mit dem äußeren Augen an, sondern es ist ein Objekt, das man sich geistig vorstellt. Und es gibt natürlich viel zu erklären, das können wir auch in den folgenden Meditationen, also nächsten Freitag ist ja schon wieder Meditation und dann Montag, Dienstag, Mittwoch. Da werden wir uns weiter beschäftigen können mit den Details von Shamatha. Aber eben ein Aspekt ist zum Beispiel, dass die wichtigsten Waffen, die wir in der Hand haben sozusagen, oder die
die Qualitäten, die wir brauchen, unserem Geist zu konzentrieren. Die nennt man Selbstbeobachtung und Vergegenwärtigung. Das heißt, dass man immer wieder seinen Geist beobachtet, ob man noch beim Objekt ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht man immer wieder zurück zum Objekt. Das nennt man Vergegenwärtigung oder Satipatthana. Und das wirkt gegen die Fehler von Erregung und Sinken, wie man das nennt. Es gibt zwei Aspekte, die wir bei der Konzentration entwickeln wollen. Das ist einerseits die Stabilität des Geistes. Das ist erstmal das Wichtigste, dass man überhaupt beim Objekt bleibt. Aber dann auch die Klarheit des Geistes, dass es einem relativ klar erscheint. Das kann dann später dazukommen. Aber mit Hilfe von Selbstbeobachtung und Vergegenwärtigung kann man die Hindernisse, die darin bestehen, dass einem das Objekt entweder vollkommen entgleitet durch sogenannte Erregung oder dass es nicht klar ist durch Dumpfheit und so weiter, das kann man überwinden und erreicht dann immer mehr Klarheit. Zunächst Stabilität, was das Objekt angeht, und dann Klarheit. Aber jetzt haben wir viel darüber geredet, wollen es praktisch mal versuchen. Also jeder sollte sich einfach mal vielleicht gut zurechtsetzen. Für die Meditation zu Hause kann man auch andermal drüber sprechen, eine gute Meditationshaltung einnehmen und dann andere gute Umstände schaffen. Und dann wollen wir 10 Minuten einfach mal versuchen, wie Geshe es gesagt hat, sich ein bestimmtes Objekt für zu entscheiden und im Raum vor sich das zu visualisieren. Und wenn wir abgelenkt sind, das möglichst zu bemerken und immer wieder zurückzugehen zum Objekt.
Und wenn es Fragen gibt, kann man jetzt über den Chat wahrscheinlich da Fragen stellen. Ist nicht möglich bei YouTube? Doch, aber haben wir nicht eingeschaltet. Ist möglich, aber haben wir noch nicht eingeschaltet. Schalten wir es demnächst ein? Das kann ich nicht entscheiden. Also wahrscheinlich werden wir die Möglichkeit geben, dass man auch bei diesen Live-Übertragungen dann sich zuschalten kann und Fragen stellen kann. Aber heute ist es offenbar noch nicht eingerichtet. Wollen wir mal schauen, was da passiert. Vielleicht kann man sich auf andere Weise mit dem tibetischen Zentrum in Kontakt bringen und danach fragen. Ansonsten machen wir jetzt zum Abschluss für heute eben eine sogenannte Widmung, dass man das Heilsame widmet aus dem, was man da getan hat, auch zum Wohl anderer. Und ich denke, wir sollten da insbesondere auch an die Kranken denken und die in Heilungsberufen tätig sind und alle, die jetzt besondere Schwierigkeiten haben. Um das nochmal zu sagen, wir werden also eigentlich jeden Tag in der Woche, außer Donnerstag ab 19 Uhr auf YouTube einen Livestream mit Meditation, mit verschiedenen Meditationslehrern anbieten. Ansonsten sollte man sich auf unserer Internetseite tibet.de oder weiter informieren, was aktuell läuft, oder über Facebook und Newsletter. Und so kann man, wie Geshe schon sagte, seine Zeit jetzt eigentlich recht sinnvoll nutzen. Und vielleicht ist das ja sogar ein gewisser Fortschritt, dass wir mehr auf YouTube dann auch das streamen. Wer übrigens schon fertige Videos haben möchte, man kann auch, wir haben auch früher schon Meditationen aufgenommen, die kann man unter meinem Namen googeln, Oliver Petersen, dann wird man auch verschiedene Videos finden können, die bereits eingestellt worden sind. Da kann man also seine Zeit jetzt umfassend benutzen, jetzt die negativen Umstände in den Pfad umwandeln. Dann wollen wir das Widmungsgebet sprechen. Gibt es da auch einen Link? Ja. Da kann man auch einen Link finden. Mögen durch die Kraft dieser Bemühungen alle Wesen von zerstörerischem Tun und Denken ablassen und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben. Mögen alle Wesen Kraft dieser Bemühungen verdienstvoller Handlung und Weisheit sammeln können und mögen sie die zwei heiligen Körper erlangen, welche aus verdienstvollen Handlungen und Weisheit entstehen. Möge der Dalai Lama, der große Ozean, der Halter der Lehre, lange leben. Möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten und möge unter der Sonne von Belehrung und Praxis allen 10 Himmelsrichtungen Glück beschieden sein. Und die Gebetu Drogene Sanjobo Zadun Jamdanin Jeyi Pensun Tato Washo Ewadi Kebokun Zenam Yeshe Zozai Zenam Yeshe Le Jongwe Dampa Kunito Pasho Tenzin Gatso Kutseten Loden Lo Yipen Moge Shedro Nimen Awai Shoshu Gepeta Shisho. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und bleiben alle hoffentlich bei guter Gesundheit. Alles Gute. 아,